Hi, ich bin Alex und das ist unser Altbau. Und der ist inzwischen ganze 2 Jahre alt. Wie das geht, erzähle ich euch gern. Also kommt mit rein. Wir haben das Haus vor 2 Jahren gebaut und im Grunde ist auch die gesamte Ausstattung nicht älter als 2 Jahre. Und wenn man hier aber reinkommt, von außen und wie von innen, hat man das Gefühl, es ist hier schon vielleicht seit 100 Jahren hier. Und genau dieses Gefühl und diese Atmosphäre wollten wir mit dem Haus vermitteln. Das wichtigste Element, um einem Neubau Altbauschaum zu verleihen, sind die hohen Decken. Wir sind hier auf 3 Meter Höhe gegangen, Standard sind ungefähr 2,50 Meter. Außerdem haben wir ganz bewusst auch gerade beim Grundriss darauf geachtet, dass wir sowas wie einen Erker haben oder auch kleine Nischen. Also dass es immer so ein bisschen verwinkelter ist, als ein Neubau im Grunde eigentlich sein würde, der eher quadratisch praktisch gut funktioniert. Uns waren auch besonders Materialien wichtig, die in einem Altbau vorkommen. Zum Beispiel Echtholzparkett, Kassettentüren, all das, was im Grunde diese bestimmte Gemütlichkeit eines Altbaus ausmacht. Wir wollten etwas schaffen, wo wir uns auch in 50 Jahren noch wohlfühlen. Also ein Stil, der im Grunde ziemlich klassisch ist und den man nicht alle paar Jahre austauschen muss. Deswegen war unsere ursprüngliche Idee, ein altes Haus zu kaufen und das zu sanieren. Das hat sich tatsächlich in dieser Region zumindest als wirklich sehr schwierig erwiesen. Wir haben Häuser gefunden, die wirklich sehr, sehr, sehr verfallen waren und das zu einem sehr hohen Preis, die bei 700.000, 800.000 Euro lagen. Und wenn man da nochmal die Sanierungskosten drauf packt, war uns das einfach viel zu teuer. Dann haben wir dieses Grundstück hier gefunden und festgestellt, nachdem wir alles durchgerechnet haben, dass ein Neubau in dem Stil, wie wir uns den wünschen, doch deutlich günstiger wäre, als eben einen Altbau zu kaufen und den dann zu sanieren. Wir haben mit einem 3D-Programm das gesamte Haus nochmal nachgebaut und haben dann Wände hin und her geschoben, ausprobiert und geschaut, wie wir eben eine tolle Konstellation der Räume schaffen. Willkommen hier bei uns im Küchenbereich. Das ist tatsächlich etwas, wo mein Mann und ich sehr viel drüber diskutiert haben, weil eine offene Küche ist natürlich nicht so ganz typisch für einen Altbau und deswegen war ich auch sehr, sehr, sehr dagegen. Und heute würde ich aber behaupten, dass das eine sehr gute Entscheidung gewesen ist, weil wenn man hier kocht und hier Gäste hat, ist man nicht so isoliert und nimmt die ganze Zeit am ganzen Geschehen teil. In diesem gesamten Prozess, wenn man das alles plant und eben 2 Meinungen aufeinandertreffen, entstehen sehr große Streitpunkte. Wie zum Beispiel so ein kleines Fenster, wo wir wirklich lange darüber diskutiert haben. Ich hätte jetzt eher hier die ganze Küchenfront weitergezogen, aber Henning wollte unbedingt ein Fenster hier haben. Und das ist wirklich eine gute Sache und schön, dass er sich da durchgesetzt hat, weil so hat man nochmal zusätzliches Licht in der Küche. Ein kleines Detail, was wir wirklich sehr, sehr lieben, ist dieser Türgriff. Den haben wir tatsächlich aus dem Haus, was vorher auf diesem Grundstück stand, gerettet. Das wurde abgerissen und lebt im Grunde so ein bisschen hier dadurch weiter. Ein kleiner Tipp, der jeden Raum einfach viel schöner erstrahlen lässt, ist eine Diskokugel. Ohne Diskokugel funktioniert nichts. Glaubt mir. Was im Wohnbereich natürlich sofort auffällt, ist diese wunderschöne Vitrine. Die hat hier einen passenden Raum, um zu wirken. Obwohl sie in einem sehr alten Stil erstellt wurde, ist sie brandneu und wurde extra für dieses Haus angefertigt. Mit unserem Tischler zusammen haben wir uns diese vielen Details überlegt, eben diesen Kranz, der auch ein bisschen wie Stuck wirkt oder auch diese verspielten Knäufe. Das macht es eben ganz besonders und ist immer ein ziemlicher Hingucker, wenn man hier in den Wohnbereich kommt.
Viele unserer Elemente im Haus sind ja neu, obwohl sie eben diesen Altbaucharme haben. Uns war super wichtig, dass alles so ein bisschen aus einem Guss kommt und alles zueinander passt. Deswegen haben wir eben diese Möbel immer sehr stark aufeinander abgestimmt, damit das eben eine Einheit von außen und innen ist. Ein Detail, bei dem ich wirklich sehr skeptisch war, ob wir das wirklich brauchen, ist der Kamin. Aber natürlich braucht ein Altbau einen Kamin. Nur dadurch wird es so richtig gemütlich. Die Inspiration für den Kamin ist ein bisschen ein Kachelofen aus einer typischen Berliner Altbauwohnung, allerdings etwas auf unsere eigene Art und Weise interpretiert. Nicht ganz so schnörkelig, ein bisschen moderner gehalten, damit das hier insgesamt nicht zu schwer wird. Den Kamin möchte ich selber heute gar nicht missen, weil tatsächlich ist das hier eigentlich unser Lieblingsplatz, wo wir bei einem netten Feuer mit einem Glas Wein sitzen und einfach entspannen. Und wir haben das Altbauspiel natürlich noch nicht zu Ende gespielt und haben hier noch ganz viele Elemente, die wir noch ergänzen wollen. Zum Beispiel, wie man sieht, hat man hier eine sehr große weiße Wand, die man sehr schön bespielen kann. Hier würden wir gerne noch so eine Art Kassetten an die Wand bringen, um hier eben diesen Altbaucharme noch weiter rauszukitzeln und eventuell auch sogar noch mit Stuck arbeiten. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende des Ganzen. Was wir, aber besonders unsere Instagram-Community über alles lieben, ist dieses Schweinebild. Und ich muss gestehen, wir haben uns das ein bisschen abgeguckt, weil Freunde von uns ein vergleichbares Bild bei sich in der Wohnung hängen haben. Und es ist schon fast ein kleiner Running Gag. Wenn wir dort zu Besuch sind, fragen wir jedes Mal wieder, ob wir das Bild jetzt endlich mitnehmen können. Aber sie haben sich noch nicht dran satt gesehen, deswegen mussten wir uns selber eins kreieren. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Leute auf schweinische Bilder abfahren. Hier sind wir in unserem Eingangsbereich, hier kommen wir nach Hause, hier begrüßen wir unsere Gäste und deswegen war es uns schon wichtig, dass auch dieser Teil des Hauses schon direkt einladend wirkt. Man hat hier so ein bisschen das Gefühl, als ob wir hier in einem alten Gutshaus sind. Die Inspiration zu diesem Eingangsbereich haben wir auf unseren Reisen gehabt. Italien, Spanien oder auch Portugal, wo man diese Musterfliesen sehr oft sieht und wir eigentlich ständig immer davor standen und die total bewundert haben. Genau das wollten wir auch hier wirklich haben, um eben diesen Eingangsbereich dann dadurch so besonders wirken zu lassen. Diese Konsole ist tatsächlich wirklich ein altes Stück und wir haben das entdeckt bei Freunden, die Möbel restaurieren und haben festgestellt, das ist genau unsere Farbe und es passt einfach optimal in dieses Haus rein und mussten das unbedingt haben. Und seitdem steht es hier und wir lieben es. Den Eingangsbereich haben wir deutlich schmaler geplant, als wir im Ursprungsentwurf gewesen ist, haben aber dennoch genug Luft gelassen, damit gerade die Treppe hier wirken kann. Die Treppe haben wir zusammen mit unserem Tischler geplant und gestaltet und wollten hier einen klaren Kontrast zwischen den kühlen Fliesen und dem Holz schaffen. Und das Besondere sind wirklich diese Handläufe, die ganz kunstvoll geschnitzt sind und auch die Optik wie in einem typischen Altbau haben. Und das macht die Treppe hier wirklich ganz besonders. Dieser Garderobenschrank wurde auch von unserem Tischler extra für diese Nische gebaut. Die Idee war ein bisschen, dass das aussieht wie ein alter Bauernhofschrank, aber durch die Farbgebung eben nochmal neu interpretiert. Und man hat direkt auch im Grunde die Fassadenfarbe hier nochmal aufgegriffen. Jetzt kommen wir zum kleinsten Raum bei uns im Haus, und zwar zu unserem Gäste-WC. Und der beweist, dass ein kleiner Raum nicht charakterlos sein muss. Die größte Diskussion hatten wir wegen der dunklen Farbe, weil mein Mann die Sorge hatte, dass der Raum dadurch beengter und kleiner wirken würde. Aber durch diesen Kontrast zwischen den weißen Fliesen und den dunklen Wänden macht es das Ganze eher gemütlich als beengt.
Ich hatte eine ähnliche Kombination mal in London gesehen und habe dann ein Moodboard im Netz zusammengestellt und so konnte ich Henning dann überzeugen, dass das hier wirklich ein schöner, schmucker Raum werden kann. Der Altbaucharakter unseres Hauses wird besonders draußen sichtbar und deswegen gehen wir jetzt mal raus. Natürlich prägt ein Haus nicht so sehr wie die Eingangstür. Deswegen war uns besonders wichtig, dass wir hier viele tolle Details haben, wie die Kassetten, die Form. Es durfte ruhig ein bisschen verspielter aussehen. Wir haben tatsächlich schon oft gehört, dass die Leute sagen, es ist das Haus mit der blauen Tür. Was mir beim Haus besonders wichtig war, ist die Fassadenfarbe. Henning hätte sich wahrscheinlich eher ein weißes Haus gewünscht, aber mir war es wichtig, dass wir durch die Akzentsetzung der Farben die bestimmten Elemente wie Stuck oder auch die Fenster noch mal extra betonen und dadurch noch mal stärker diesen Altbaucharakter hervorheben. Das war auch tatsächlich die erste Farbe, die wir ausprobiert haben und bei der ist es dann direkt geblieben. Besonders charakteristisch ist natürlich unser weißer Zaun. Den haben wir zusammen mit unserem Tischler entworfen und dabei die schönen runden Formen aufgegriffen, die wir auch am Haus haben, damit es ein schönes Zusammenspiel ergibt. Weil es hätte nichts anderes so perfekt dazu gepasst wie weiß. Kein Neubauprojekt ohne Baufails. Unsere zwei größten waren definitiv, dass ich mir kurz oder mitten in der Bauphase bei einem Fahrradunfall meine beiden Ellenbogen gebrochen habe und damit Henning ganz viele Aufgaben übernehmen musste. Der zweite Fail ist, dass wir direkt zu Anfang feststellen mussten, dass hier auf dem Grundstück so viel Sand ist, dass wir extrem viel ausheben mussten, um überhaupt anfangen zu können. Das hat uns ein riesiges Loch in unser Budget gerissen, bevor überhaupt die erste Mauer stand. Da die Mauern jetzt inzwischen stehen, gehen wir jetzt mal in die erste Etage und schauen uns alles da an. Wir wohnen ja erst seit 2 Jahren hier, deswegen haben wir noch so ein paar Stellen, die wir noch ausarbeiten müssen, wie zum Beispiel diese Wand hier bei der Treppe, die definitiv noch Farbe bekommen wird und zusätzlich noch verschiedene Holzelemente, was so ein bisschen wirken soll wie modernes Fachwerk. Hier finden sich auch wieder diese schönen Handläufe, die wir über alles lieben. Lasst uns gerne auch einen Blick ins Bad werfen. Hier haben wir das Ganze eher ein bisschen moderner gehalten, haben aber trotzdem eher auch mit klassischen Materialien gearbeitet und haben eine Art Mustermix gemacht durch die verschiedenen Grüntöne. Hier sollte es eigentlich alles eher auch in Blautönen sein. Ich fand, wir haben schon ein bisschen zu viele Blautöne im ganzen Haus. Deswegen ist es hier unsere kleine grüne Oase. Ich habe mir schon immer einen richtig großen Schreibtisch gewünscht und er sollte aussehen, als ob er schon so einiges mitgemacht hat. Und das tut dieser Tisch genau, obwohl er brandneu ist. Zusätzlich zu diesem wunderschönen Tisch habe ich hier auch tatsächlich den schönsten Blick aus dem Haus und deswegen haben wir auch dieses Fenster nochmal extra groß geplant. Deswegen kann ich hier immer sitzen, zwischendurch mal rausschauen und mich davon inspirieren lassen. Dann lasst uns noch einen Blick ins Ankleide- und Schlafzimmer werfen. An diesem Raum sieht man noch besonders schön die Stärke des Mansarddachs. Obwohl wir hier Schrägen haben, haben wir dennoch sehr viel Stellfläche und eben nicht diesen klassischen, quadratischen, geradlinigen Neubauraum. Dadurch schafft man viel mehr Atmosphäre und hat dadurch auch viel mehr Gemütlichkeit. Auch hier haben wir eben diese Schräge ausgenutzt und auch diese Ablagefläche extra dafür eingeplant, um dem Raum noch mehr Atmosphäre zu verleihen und mehr Gemütlichkeit zu schaffen. So hat man es einfach noch ein bisschen kuscheliger.
Unser Haus ist zwar ein Neubau, aber für uns fühlt es sich so an, als ob es schon immer hier gewesen ist, als ob wir es einfach nur gefunden hätten. Und im Grunde ist es das, was wir uns immer gewünscht haben. Ein Altbau, aber ohne Altbauprobleme. Naja, und den Rest macht die Zeit. Das war meine Roomtour und wenn ihr Bock habt auf noch mehr schöne Häuser, dann klickt hier oder hier. Bis dann aus Brandenburg!